Willkommen zurück. Heute geht es um eine ganz besondere Geschichte, die des Cheongdo-Kwan. Das war Koreas allererste moderne Kampfkunstschule und, man kann es nicht anders sagen, einer der wichtigsten Grundpfeiler des Taekwondo, wie wir es heute kennen. Und diese Story, die hat's echt in sich. Es geht um Unterdrückung, eine krasse Vision und ein Erbe, das bis heute nachwirkt. Und alles fängt mit diesem Bild an. Also, stellt euch das mal vor. Der Gründer Won-Kook Lee sitzt am Strand und schaut aufs Meer. Und genau da, in diesem Moment, kommt ihm der Name in den Sinn, Cheongdo-Kwan. Eine mächtige blaue Welle, die an die Küste kracht. Dieses Bild wurde so viel mehr als nur ein Name, es wurde zur kompletten Philosophie dahinter. Okay, steigen wir mal ein. Und zwar bei dem Mann, der das alles ins Rollen gebracht hat. Won-Kook Lee. Wer war dieser Typ eigentlich? Und in was für einer Welt ist er groß geworden? Stellt euch das mal vor, ihr wacht in einer Zeit auf, in der eure eigene Kultur, eure Traditionen einfach unterdrückt werden. Genau das war die Realität für Won-Kook Lee. Korea stand unter japanischer Besatzung und das hieß, einheimische Kampfkünste waren strengstens verboten. Tja, und wenn du jetzt ein junger Kerl bist, der genau dafür brennt, was machst du dann? Es gab im Grunde nur einen Weg, raus aus dem Land, um woanders zu lernen. Und genau das hat er auch gemacht. Mit gerade mal 19 Jahren geht er nach Tokio, offiziell um Jura zu studieren. Aber seine wahre Berufung, die fand er woanders, im Dojo von Gichin Funakoshi. Wir reden hier vom Vater des modernen Karate. Lee hat dort einfach alles aufgesaugt wie ein Schwamm und wurde tatsächlich einer der ersten Nicht-Japaner, der einen so hohen Rang erreichte. Und dann, 1944, kehrte zurück nach Korea. Aber nicht mehr nur als Jurist. Nein, er kommt als Meister zurück. Und er hat eine Mission. Und diese Mission führt uns direkt zum nächsten Kapitel. Die Gründung einer Schule, die, und das ist nicht übertrieben, die Geschichte der Kampfkünste verändern sollte. Cheongdo-Kwan, also die Schule der blauen Welle. Das war eben nicht einfach nur ein cooler Name, es war ein echtes Versprechen. Es stand für diese unbändige Energie der Jugend und für die unaufhaltsame Kraft, die Lee in seiner Kampfkunst sah. Und genau das wollte er seinen Schülern mitgeben. Am Anfang nannte Lee seinen Stil Tang Soo Do, also Weg der chinesischen Hand. Aber, und das ist super wichtig, das war keine simple Kopie vom Karate. Überhaupt nicht. Stellt euch das eher wie eine Art Fusion vor. Er hat die knallharte Präzision vom Karate genommen und sie mit den, fast schon tänzerischen Bewegungen vom traditionellen koreanischen Taekyun gemischt. Dazu kamen noch ein paar Elemente aus dem Kung-Fu. Das Ergebnis? Ein Stil, der für seine brutale Kraft bekannt war und einen ganz klaren Fokus auf Tritte zum Kopf hat. Aber, und das war Lee immer extrem wichtig, es ging ihm nie nur ums Kämpfen. Nie. Jeder einzelne Schüler musste diesen Eid schwören. Es ging um Disziplin, um Freundschaft, um Respekt. Das waren die wirklichen Säulen seiner Schule. Er wollte keine Schläger ausbilden, sondern charakterstarke, ehrenhafte Menschen. Sogar das Gürtelsystem war, anders. Es spiegelte total die damalige Zeit wider. Es gab nur 3 Farben, bevor man zum Schwarzgurt kam. Und jetzt kommt's, die Schüler konnten bei Prüfungen gleich 2 Stufen auf einmal überspringen. Und wisst ihr warum? Aus reiner Menschlichkeit. Die meisten Leute in Korea waren damals bitterarm und konnten sich die ständigen Prüfungsgebühren einfach nicht leisten. Eine echt praktische und soziale Lösung. Und der Erfolg? Der war einfach nur gigantisch. Stellt euch das mal vor. Auf dem Höhepunkt in den frühen 50ern hatte das Cheongdo-Kwan über 50.000 aktive Mitglieder. 50.000! Das ist keine kleine Schule mehr. Das ist eine landesweite Bewegung. Die blaue Welle hatte wirklich das ganze Land erfasst. Aber klar, wenn du so groß und einflussreich wirst, dann bleibst du nicht lange unbemerkt. Und dieser massive Erfolg zog bald Aufmerksamkeit an, die niemand haben wollte, die der Politik. Und das stellte die Schule und ihren Gründer vor die wohl größte Prüfung überhaupt. Und hier spitzt sich die Sache wirklich zu. Der damalige Präsident von Südkorea, Syngman Rhee, schaut auf diese 50.000 top-disziplinierten Mitglieder und er sieht keine Sportler. Er sieht politisches Kapital. Und er macht Lee ein Angebot, das man eigentlich nicht ablehnen kann. Alle 50.000 sollen seiner Regierungspartei beitreten und als Belohnung würde Lee Innenminister. Aber Won-Kook Lee blieb sich treu. Er weigerte sich klipp und klar, seine Kampfkunst für die Politik zu missbrauchen. Tja, und die Antwort der Regierung? Die war brutal und schnell. Verhaftung. Er landete im Gefängnis. Nachdem er wieder freikam, war für Lee klar, hier in Korea gibt es für mich keine Zukunft mehr.
Kurz bevor der Koreakrieg ausbrach, ging er ins Exil nach Japan. Das muss man sich mal vorstellen. Er musste sein Lebenswerk, seine Schule, einfach zurücklassen und das Zepter an die nächste Generation von Meistern weitergeben. An diesem Punkt könnte man jetzt denken, okay, das war's dann wohl, Geschichte zu Ende. Aber nein, das Vermächtnis von Won-Kook Lee war so viel stärker als irgendwelche politischen Spielchen oder die Abwesenheit des Gründers. Die blaue Welle, die ließ sich nicht mehr aufhalten. Und dann passierte etwas wirklich Historisches. Im Jahr 1955 kamen die 9 großen Kampfkunstschulen Koreas, die sogenannten Kwons, zusammen. Ihr Ziel, eine einheitliche, nationale Kampfkunst zu schaffen. Und da das Changdo-Kwon die erste und größte dieser Schulen war, spielte es logischerweise eine absolute Schlüsselrolle bei der Entstehung von Taekwondo. Genau, dem Taekwondo, das wir heute kennen. Und die Leute, die aus dieser Schule kamen, Wahnsinn! Die ersten Absolventen wurden selbst zu absoluten Legenden. Leute wie Won-Kyu, der später das Kukiwon, also quasi die Weltzentrale des Taekwondo geleitet hat. Oder Jun Rhee, den kennen viele als den Vater des amerikanischen Taekwondo, weil er es eben in die USA gebracht hat. Von dieser einen Schule aus hat sich das Erbe über den ganzen Globus verteilt. Schaut euch mal das Logo an. Auch da lebt die ganze Philosophie weiter. Das ist nicht nur irgendein Symbol, das ist eine richtige Lektion. Auf der einen Seite die geballte Faust. Klar, das ist die körperliche Kraft. Und auf der anderen Seite die Schriftrolle. Das steht für Wissen, für den Geist. Und genau darum ging's immer, die Balance zwischen beidem zu finden. Ein starker Körper, ja, aber immer geleitet von einem klaren, starken Geist. Und wie sieht's heute aus? Naja, ganz offiziell ist das Cheongdokwan in Korea heute ein Traditionsverein. Aber seine Seele, seine Techniken und Prinzipien, die sind das Fundament, auf dem das moderne Kukiwon Taekwondo steht. Das System, das Millionen Menschen auf der ganzen Welt trainieren, bis hin zu den Olympischen Spielen. Die kleine blaue Welle von damals, sie ist zu einem globalen Ozean geworden. Und Won-Kook Lee selbst? Der zog 1976 in die USA und hat dort seinen Lebensabend verbracht. Er ist am 2. Februar 2003 verstorben. Aber er hat einen so tiefen, so bleibenden Eindruck in der Welt der Kampfkünste hinterlassen, dass sein Vermächtnis wirklich unsterblich ist. Und das bringt uns zu einer letzten, ziemlich beeindruckenden Frage, oder? Alles hat angefangen mit einem einzigen Mann, der am Strand saß und eine Vision hatte. Eine Vision von einer blauen Welle. Wie konnte diese eine Idee, diese eine Vision zur Grundlage für eine globale Kampfkunst werden, die heute von Millionen von Menschen praktiziert wird? Tja, genau das ist die wahre Kraft des Changdo-Kwan.